Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video häkeln wir gemeinsam diese Mini-Schneeflöckchen, natürlich Schritt für Schritt gemeinsam. Die sind auch wirklich super einfach und schnell gemacht. Dazu zeige ich euch mal die Mini-Wollknäuel, die wir auch zusammen gehäkelt haben. Die sind wirklich super klein, super süß. Und noch das große Schneeflöckchen, das gibt es ja auch bereits auf meinem Kanal. Und im Vergleich ist das wirklich sehr klein und süß und so kompakt. Wir machen das jetzt Schritt für Schritt gemeinsam. Ich zeige euch jetzt erstmal die Wolle noch. Dafür habe ich natürlich auch so eine dünnere Wolle genommen. Von den Zahlen tut sich jetzt nicht so viel. Ich zeige euch auch die Banderole. Da könnt ihr nochmal sehen, die Stärke und welche Marke das ist. Ihr braucht natürlich nicht so viel Wolle. Und ich häkele jetzt auch mit einer 1,5 mm Häkelnadel. Das seht ihr jetzt auch einmal und wir fangen direkt an. Von den Farben werde ich jetzt das rote grün machen und das grüne hier am Rand rot. Die Köpfchen, das sind 15 mm Holzperlen, die habe ich selbst bemalt. Dazu gibt es auch schon ein Video auf meinem Kanal, Schritt für Schritt. Und dann fangen wir jetzt an. Die erste Runde in der Mitte fangen wir jetzt mit einem magischen Ring an. Dafür legen wir uns die Wolle zweimal um die zwei Finger, gehen mit der Häkelnadel hier vorne rein, holen den hinteren Faden raus. Wir holen den Faden und ziehen hier einmal durch die Schlaufe durch. Somit haben wir den magischen Ring, den halte ich mir so fest. Und in diesem magischen Ring häkeln wir jetzt erstmal 8 feste Maschen. Also wir gehen in den Ring rein, holen den Faden, machen eine feste Masche, dann die zweite feste Masche, dritte, vierte, fünfte, 6, 7 und 8. Somit haben wir in den magischen Ring jetzt 8 feste Maschen gehäkelt. Wir ziehen es einmal am kurzen Stück hier zu. Dann verbinden wir mit der ersten Masche. Wir gehen hier in die erste Masche rein, holen den Faden, ziehen einmal raus und verbinden mit einer Kettmasche. Dann werden wir jetzt in der nächsten Runde unsere Maschen verdoppeln, aber mit Stäbchen. Das heißt, wir nehmen uns die Wolle auf die Häkelnadel, gehen in die nächste Masche rein, holen den Faden von hinten nach vorne raus, holen den Faden durch die ersten beiden Schlaufen, holen den Faden durch die anderen beiden Schlaufen. Das ist unser Stäbchen. Wir machen noch ein zweites in dieselbe Masche, durch die ersten beiden und durch die anderen beiden. Dann gehen wir in die nächste Masche rein, machen auch dort 2 Stäbchen rein. Dann in die nächste wieder 2 Stäbchen. Bei der letzten Masche hier angekommen, mache ich auch noch mal 2 Stäbchen und dann verbinden wir mit der ersten Masche und zwar mit einer Kettmasche. Also wir haben bis jetzt den magischen Ring mit 8 festen Maschen, dann so gesehen in der zweiten Runde jeweils 2 Stäbchen in jede Masche und jetzt werden wir in der dritten Runde jede Masche mit 3 Stäbchen häkeln. Also wir holen uns die Wolle auf die Häkelnadel, gehen in die nächste Masche rein,
und werden in ein und dieselbe Masche jetzt 3 Stäbchen häkeln. Das spule ich dann jetzt auch gleich schneller. Also wir haben jetzt schon 3 Stäbchen in ein und dieselbe Masche gehäkelt. Dann gehen wir in die nächste Masche und häkeln auch dort 3 Stäbchen rein. Und das machen wir diese ganze Runde entlang. Immer 3 Stäbchen in ein und dieselbe Masche. Das spule ich dann jetzt schneller. Den Anfangsfaden schneide ich mir auch schon mal ein bisschen kürzer, damit das nicht so stört. Und dann machen wir gleich weiter. Auch am Ende dieser Runde angekommen, verbinden wir in die erste Masche mit einer Kettmasche. Und jetzt sind wir schon in der letzten Runde. Und da machen wir in die nächste Masche 4 Stäbchen. Immer in ein und dieselbe Masche machen wir in dieser Runde 4 Stäbchen. Das spule ich dann auch gleich schneller. Dann machen wir noch die kleine Mini-Mütze, die Schlaufe und setzen dann alles zusammen. Auch am Ende dieser Runde angekommen, mit den Stäbchen verbinde ich mit einer Kettmasche. Und jetzt machen wir einen Farbwechsel für die Randfarbe. Dafür nehmt ihr euch eure Farbe eurer Wahl, legt es auf die Häkelnadel, wir drehen es einmal, so dass das kurze Stück hinten ist, ziehen es hier durch die andere Farbe durch, ziehen es fest. Und jetzt machen wir ganz normal einfach nur in jede Masche eine feste Masche und das die ganze Runde entlang. Das spule ich natürlich gleich auch schneller. Ich finde, mit der Randfarbe sieht es gleich noch mal schöner aus. Deswegen bevorzuge ich immer eine unterschiedliche Randfarbe. Kann natürlich auch mit Glitzer sein oder Gold sein. Oder das natürlich, was ihr da habt. So sieht das dann direkt aus. Und das machen wir jetzt einmal, bis wir komplett hier vorne wieder angekommen sind. Das spule ich dann jetzt schneller. Am Ende angekommen, mache ich hier noch meine letzte Masche. Da, wo wir angefangen haben, verbinde mit einer Kettmasche. Dann haben wir einen schönen Abschluss. So sieht es jetzt aus. Jetzt schneide ich einmal meine Fäden ab. Ziehe den Faden hier einmal raus. Und jetzt werde ich hier von der unteren Seite meine Fäden verknoten und vernähen. So, das ist dann so schon mal fertig. Das lege ich mir einmal zur Seite. Ihr nehmt wieder die Farbe eurer Wahl und wir legen uns die Wolle auf die Häkelnadel. Wir drehen es einmal. Dann ziehen wir einmal durch und ziehen fest. Und da wir jetzt mit einer dünnen Wolle häkeln und mit einer dünnen Nadel und wir genug Platz haben, um das hier durchzuziehen und hier oben noch einen Knoten reinzumachen, machen wir jetzt eine Luftmaschenkette mit 80 Luftmaschen. Wir haben die Luftmaschenkette mit 80 Luftmaschen gehäkelt.
Wir schneiden den Faden hier ab, ziehen es raus und haben jetzt auch schon mal unsere Schlaufe. Und jetzt machen wir noch schnell diese kleine Mini-Mütze hier. Dafür nehmt ihr wieder die Farbe eurer Wahl und wir legen uns die Wolle zweimal um die 2 Finger. Wir fangen hier an mit einem magischen Ring. Wir gehen hier vorne mit der Häkelnadel rein, holen den Faden raus, holen den Faden und ziehen durch die Schlaufe durch. Somit haben wir den magischen Ring. Und in diesen magischen Ring häkeln wir jetzt erstmal 6 feste Maschen rein. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Wir ziehen es einmal zu. Dann gehen wir hier vorne in die erste Masche wieder rein. Also hier vorne in die erste Masche. Holen den Faden, ziehen einmal durch und verbinden mit einer Kettmasche. Und jetzt werden wir jede der Maschen einmal verdoppeln mit festen Maschen. Ich gehe hier in die nächste rein, mache die erste feste Masche, dann gehe ich da nochmal rein und mache die zweite feste Masche, dann in die nächste Masche, die dritte und die vierte, in die nächste Masche, die fünfte und die sechste feste Masche, in die nächste 7 und 8, in die nächste 9 und 10 und in die letzte Masche 11 und 12. Dann gehe ich in die nächste Masche wieder rein und verbinde mit einer Kettmasche. Jetzt haben wir auch nur noch eine Runde und dann ist unsere kleine Mini-Mütze auch fertig. Und in dieser nächsten Runde werden wir einfach jede zweite Masche verdoppeln. Ich mache mir jetzt einmal hier einen Maschenmarkierer ran. Und gehe in die nächste Masche rein, mache nur eine feste Masche und in die zweite Masche mache ich 2 feste Maschen, dann in die nächste wieder nur eine, in die danach wieder 2, wieder eine und wieder 2 feste Maschen. Eine feste Masche, 2 feste Maschen, nochmal eine feste Masche und 2, nochmal eine und in die letzte hier beim Maschenmarkierer kommen dann nochmal 2 feste Maschen und dann sind wir auch schon fertig. Jetzt werden wir gleich alles zusammenstellen. Maschenmarkierer kann ab. Dann machen wir noch eine letzte Kettmasche. Wir schneiden den Faden einmal ab, ziehen es raus. Meine Fäden verknote ich einmal. Ihr könnt es natürlich auch vernähen, so wie ihr das immer macht. So. Und als erstes fädeln wir jetzt erstmal unsere Schlaufe durch. Dann nehme ich mir die eine Seite auf die Vernähnadel. Dann nehmen wir unser Wölkchen und hier in der Mitte, kann man ja gut erkennen, gehe ich jetzt einmal rechts und einmal links davon rein. Also hier einmal rechts nach unten hindurch. Da ziehe ich die eine Seite raus. Dann fädel ich mir die andere Seite auf. Und gehe jetzt gegenüber auf der anderen Seite auch nach unten hindurch.
verknote diese beiden Schlaufen. Dann geht die Schlaufe auf jeden Fall auch nicht ab, weil wir ja an 2 verschiedenen Stellen rausgegangen sind. Ich schneide meine Fäden einmal ab. Dann nehmen wir uns zuallererst unser Köpfchen. Hier gehe ich mit einer größeren Häkelnadel einmal rein, hänge mir die Schlaufe hier einmal ran und ziehe es durch das Köpfchen durch. Jetzt nehmen wir uns unseren Hut oder Mützchen, je nachdem, und ziehe das auch einmal hier in der Mitte durch. So. Mützchen ist auch drauf. Ich drehe mir das einmal alles zurecht. Und jetzt mache ich hier noch einen Knoten rein. Und dann arbeite ich mich langsam mit dem Knoten nach unten. Ich ziehe einmal die linke und die rechte Seite der Schlaufe langsam runter, sodass das schön dicht an der Mütze bzw. am Kopf ist. Und so schnell ist unser Schneeflöckchen auch fertig. Die sind wirklich super süß geworden. Ihr könnt natürlich die Gesichter auf eure Perlen malen, die ihr möchtet. Ich habe immer ungefähr diese Gesichter. Die sind wirklich zuckersüß, wirklich sehr klein. Ich hoffe, ihr könnt euch das vorstellen. Wenn euch das gefällt, teilt das Video gerne, lasst mir einen Kommentar da, einen Daumen nach oben und abonniert gerne meinen Kanal für weitere Videos. Dann sehen wir uns die Tage auch schon bei einem neuen Video. Ganz viel Spaß beim Nachhäkeln. Bis dahin.